Hallo ihr Lieben und wie geht's euch? Ich bin Maria und heute wollte ich euch 50 wahllose und teilweise zusammenhangslose Fakten über mich erzählen. Ich werde ein bisschen auf mein Telefon gucken, weil ich sollte mich an alles erinnern, aber dann erinnert man sich doch nicht an alles. Lass uns starten. Fakt Nummer 1, ich wurde in der Ukraine geboren. Aber ich bin Deutsche und 1988 sind wir nach Deutschland umgezogen und wurden neutralisiert. Ich spreche 3 Sprachen, Russisch, Deutsch und Englisch. Ich bin wie ein Schwamm mit Akzenten, weil Leute können mich meistens nicht zuordnen, wo ich genau herkomme, weil ich die Akzente von den Leuten aus meiner Umgebung aufsauge und so spreche wie die. Mein Lieblingsgetränk in einem Club oder in einer Bar ist ein Cuba Libre. Cuba Libre ist Rum, Cola und ein bisschen Limette. Ich versuche nicht so viel vom Cuba Libre zu trinken, weil ich mag Rum sehr. Und das kann mit Kopfschmerzen enden. Meine Lieblingsfernsehserie ist Grey's Anatomy. Ich habe die zigmal angeschaut. Aber ganz ehrlich, die letzten paar Staffeln waren dann doch so... Ich bin 1,71 groß, was perfekt ist. Von 2003 bis 2005 habe ich in einer Diskothek gearbeitet und dann nochmal von 2009 bis 2010, aber in einer Gothic-Diskothek. Meine meistbenutzten Smileys sind diese hier. Ich hätte nie gedacht, dass ich einen YouTube-Channel anfange. Im Grunde 2. Ich habe noch einen, wo ich über Beauty und Kosmetik rede. Meine Lieblingsfarbe ist grün, weil grün meine Augenfarbe ist. Die Farbe, in der die meisten meiner Klamotten sind, ist Navy, also dunkelblau. Ich war mal und im Grunde sehe ich mich immer noch als ein Goth, also Gothic-Person. Ich höre immer noch die Musik und ich kann mich sehr mit dem Style aus der Gothic-Szene identifizieren. Ich hatte mal pinke, lila und sogar schwarze Haare. Ja, was man nicht alles macht. Einmal hatte ich mir die kompletten Haare vom Kopf rasiert. Ich war sogar einmal blond und ich sehe genau aus wie meine Tante. Ich bin kein Perfektionist, obwohl ich es manchmal sehr bereue, weil manchmal könnte ich mir echt ein bisschen mehr Mühe geben. Kommt echt drauf an, was es ist, aber das könnt ihr ja vielleicht auch schon von meinen YouTube-Videos sagen. Es gibt fast kein Gemüse, das ich nicht mag. Wirklich, gib mir ein Gemüse und ich esse es. Ich esse kein Lamm, nicht wegen religiösen Gründen oder sonst irgendwas. Mir schmeckt es einfach nicht. Ich probiere es jedes Mal und jedes Mal bin ich enttäuscht. Ich bevorzuge Salziges anstatt Süßes. Also wenn du mir Chips oder Schokolade anbietest, werde ich immer die Chips bevorzugen. Ich vertrage kein extrem scharfes Essen, was sehr schade ist, weil ich absolut die asiatische Küche liebe, die ja überwiegend sehr scharf kocht. Es gibt auch fast keine Früchte, die ich nicht mag. Und saisonmäßig im Sommer bevorzuge ich Wassermelone und Mango und im Winter goldene Kiwis. Also goldene Kiwis sind das Beste. Ich bin kurzsichtig und zwar sehr schlecht. Minus 5,5 und minus 5 auf meinem rechten Auge. Also Kontaktlinsen oder Brille ist immer ein Ding. Ich bin sehr emotional. Ich heule, wenn es lustig ist, wenn es traurig ist oder wenn ich sauer bin. Dann geht's Geheule los. Ich kann das nicht kontrollieren, das ist, was es ist. Als ich nach Japan geflogen bin und wir gelandet sind, habe ich geheult, weil es schon immer mein Traum war, nach Japan zu fliegen. Und der Traum hatte sich dann damals erfüllt und ich war so überglücklich. Witzigerweise, ich habe Angst vorm Fliegen. Jedes Mal, wenn ich irgendwo hinfliegen muss, gehe ich zum Arzt und lasse mir Valium-ähnliche Tabletten verschreiben, die meine Emotionen ausmachen, dass ich den Flug überlebe. Ich habe einen 9 bis 5 Uhr Job, also 9 to 5 Bürojob und mein YouTube ist mein Hobby und ich arbeite daran, wann und wenn ich Lust habe. Und wenn ich keine Lust habe und keine Motivation habe, dann lasse ich es meistens schweifen, weil ich möchte mich halt auch nicht zwingen und möchte das auch nicht, dass das so gezwungen rüberkommt. Ich bin ein introvertierter Mensch, aber wenn du mich kennenlernen würdest, würdest du das niemals denken, weil ich mich doch manchmal wie ein extrovertierter Mensch verhalte. Da gibt es ein Wort dafür, ein extrovertierter Introvert. Ich verdiene mein eigenes Geld, seit ich 16 Jahre alt bin. Ich habe Kauffrau im Einzelhandel gelernt, bei Mediamarkt. Ich habe noch zusätzlich eine Ausbildung als Kosmetikerin gemacht. Frag mich nicht, das war 2003. Ich erinnere mich an fast nichts mehr, was ich damals gemacht habe. Es hat aber Spaß gemacht und so ein bisschen meinen Traum erfüllt.
Ich bin 2010 nach London, England ausgewandert, weil warum auch nicht. Als ich nach London gezogen bin, hatte ich null Ahnung von Englisch. Ein bisschen Schulenglisch hier und da, aber eine richtige Konversation konnte ich nicht halten. Ich habe einen komplett neuen Beruf in London gelernt. Dieser hat mir dann auch Türen hier in Sydney, Australien geöffnet. Ursprünglich wollte ich nach Kanada. Ich hatte auch mein Visum schon genehmigt bekommen für Kanada. Und letzte Minute habe ich mich dann doch für Australien entschieden. Ich habe 2020 geheiratet, gerade so vor der Pandemie. Und ich bin froh, dass wir das noch so geschafft haben. Ich glaube, dass Bitte und Danke grundsätzliche Wörter für Respekt sind. Und die werdet ihr von mir immer hören. Vielleicht vergesse ich Bitte zu sagen, aber ich werde auf jeden Fall immer Danke sagen. Ich vertraue niemandem, den ich gerade kennenlerne. Leute müssen sich beweisen, dass ich ihnen vertraue. Im Englischen gibt es ein Sprichwort innocent until proven otherwise. Für mich ist es guilty until proven otherwise. Also du bist schuldig, bis du dich bewährt hast, warum du nicht schuldig bist. Meine Lieblingstageszeit ist zwischen 6:30 und 7:30 Uhr, weil da schlafen die meisten noch, also zumindest in meinem Haushalt. Und ich liebe es, wenn es ruhig ist und ich meinen Kaffee genießen kann oder meinen Tee genießen kann und einfach die Ruhe vor dem Sturm genießen kann. Meine Freunde hier nennen mich ein Ei, weil ich die asiatische Kultur so sehr liebe. Das bedeutet, außen bin ich weiß und innen bin ich gelb. Wenn ich kein Interesse an etwas habe, dann wird es sehr schwer sein, mich davon zu überzeugen, irgendwelche Interesse daran zu zeigen. Sehr schwer. Ich werde mir wahrscheinlich auch keine Mühe machen, es zu verstehen, um ganz ehrlich zu sein. Wenn ich dusche, höre ich am liebsten Musik und singe dabei. Und mein Mann sagt immer, das klingt wie zwei Töpfe, die zusammenschlagen. Ich habe keine Singstimme. Kochen ist keine Leidenschaft von mir. Ich koche, weil ich essen muss, und Kochen ist für mich Arbeit. Das heißt, wenn ich ins Büro gehen würde und dann nach Hause kommen würde um 6 und dann noch kochen muss, ist das für mich der Arbeitstag noch nicht vorbei. Der Arbeitstag ist für mich vorbei, wenn ich mich duschen kann, umziehen kann und auf die Couch setzen kann. Kochen ist auf jeden Fall nichts Entspannendes für mich. Ich hatte, wie viele von uns, eine Zahnspange, als ich 16 war. Aber nur für ein Jahr. Und dann war ich zu faul, meine Lose zu tragen, und deswegen ist dieser Zahn wieder quer. Mein Sternzeichen ist Fische. Wie ihr wisst, habe ich hier ein paar Tattoos. Der Halbarm geht noch über den halben Rücken rüber und einmal runter. Und ich habe einmal Vitali Klitschko auf einer Modenschau getroffen, bei uns im Hockenheimer Ring. Da war eine Modenschau, meine Freundin hatte mich eingeladen, da auszuhelfen, also die Models anzuziehen und so weiter und so fort. Und nach der Show durften wir auf die Bühne, als alle zur Afterparty sind, und da stand auf einmal Vitali Klitschko mit seiner Frau. So, das waren mehr oder weniger 50 Fakten über mich. Kann sein, dass es 49 waren, kann auch sein, dass es 51 waren. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Gib mir doch ein Like und abonniere mich. Abonnieren ist umsonst und dann verpasst du kein weiteres Video von mir. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!